Hey yo, herzlich willkommen zu Reysn Reacts heute. Ihr seht es hier mit Inside Star Citizen. Hey now, it's Rastar. Also es geht um das Basenbau-Tool, was sie benutzen intern, was wir eventuell auch irgendwann mal selbst bekommen. Mal sehen, ob wir dazu jetzt Informationen bekommen. Das fände ich natürlich besonders cool. Untertitel auf Deutsch und wir starten mal rein. Ist natürlich unten verlinkt, wenn ihr Bock drauf habt, das nochmal ohne meinen Kommentar anzusehen. Rastar, first introduced in development at CitizenCon 2951, is the tool that allows developers to easily place and manipulate structures on the surface of planets and moons in systems Stanton, Pyro, and beyond. And in the time since, work's progressed to stabilize and shore up the tech so the team can use it on a whole host of locations, from the most recent derelict settlements to a reconfiguration of existing UGFs in the upcoming Alpha 320. Currently in the Stanton system, there are 70 Cool, wir sehen mal wieder ein bisschen was über Pyro. underground facilities, or UGFs as we call them. And when these were Also ich kann, um ehrlich zu sein, die Basen langsam nicht mehr sehen in Pyro. Wir haben jetzt schon so viel von denen gesehen, dass ich inzwischen wirklich nur noch denke, gib sie uns endlich. Dann ist es vielleicht interessanter, darüber zu reden. Das Ding ist, ich bin mir relativ sicher, die kommen einfach ohne Gameplay. Die sind dann da und die haben ja diese geilen Missionen angedeutet auf der CitizenCon und so und immer mal zwischendurch und allen möglichen Kram und Features und so weiter. Ich glaube, die kommen dann einfach, dann sind einfach da. Irgendwie vielleicht eine Delivery-Mission oder so, wenn es hochkommt. were built a couple of years ago, we had the kits to build a wide variety of these assets. However, due to technical limitations, we weren't able to realize their full potential. At that time, we had 70 locations, but we only had 2 security UGFs and 2 drug UGFs. This isn't a case of we haven't had enough assets or enough time to do the art. Up until this point, we have all the things that we need to do the job. The Rastar-Tool has really just allowed us to take this to the next level. We are now able to go back and to revisit these 70 locations to create a wide amount of variety so that each location doesn't look like a copy-paste version of the other. Das ist gerade echt schlimm. Es sieht alles gleich aus. Ja, ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber so im Prinzip sieht alles 1:1 gleich aus. Ob ich bei dem einen Untergrundbunker bin oder dem anderen. Es ist wirklich, da macht dann das Besuchen nicht so viel Spaß, wenn man es eh schon 50 Mal gesehen hat, selbst wenn man an 50 unterschiedlichen Locations war. This has allowed us to really go back, spend some time with these locations and help them realize their full potential. Deswegen gut, wenn's überarbeitet wird. Rastar is our in-house planetary location building tool. We use an RTS placement system combined with modular elements to allow the artist to RTS, steht das wirklich für Real-Time Strategy? build locations at the surface of planets and celestial bodies. Since CitizenCon, we highly focus on usability and stability to make the tool rock solid. It's a small project by 3 people, Mark, Nice, and I, and we are excited for the developers to be able to use it now. These are not the new please. UGFs that you've probably heard about in events like CitizenCon. These are just the same old UGFs, but we've just given them a fresh coat of paint and we're going to be placing them alongside the existing locations and just giving them a bit of a refresh. Let me show you how Rastar works in the engine. So here we are on Thema. I'm going to give you a little sneak peek of the Rastar-Tool in action and how we build up a location from scratch. So the first thing that we would usually do, not in this case with the UGF. Das ist halt auch so. Jetzt erwarte ich aber auch was. Wir haben das schon 10 Mal gesehen jetzt. Ich hoffe sehr, dass das jetzt wirklich Bombe wird, wie dieser Prozess jetzt abläuft. Just because they already have predefined locations, but we do a little bit of location scouting on the planet to find a nice, cool location. Ja. So I'm going to open Soweit so schon 5-mal gehört. up the Rastar-Tool over here, and the first thing that I need to do is create a location. Before I go any further, I do need to say that the UI for the Rastar-Tool as it stands is not the final version the players are Das ist ja egal. Aber jetzt, okay, jetzt erwähnt er es auch going to nochmal. see at the end of the day. Das Final UI, das wir Spieler sehen werden. Also es ist wirklich geplant, dass wir dieses Tool irgendwann bekommen werden. Und ich bin ganz ehrlich, ich dachte eine Zeit lang, das machen sie dann eh nicht, aber je weiter sie dieses Tool ausbauen und je öfter sie das sagen, desto mehr glaube ich wirklich,
dass sie es ernst meinen. Und wie cool wäre das? Also das wäre wirklich ultra geil. Weil ich habe mich immer gefragt, wie sie das mit dem Basenbau dann im Spiel machen. Und wenn du dann wirklich das einfach so über so ein User-Interface machst, suchst dir eine schöne Stelle raus und kannst dann dort deine Sachen so zusammenbauen, dann sehe ich es wirklich als realistisch an. Ich habe das bisher immer so ein bisschen als, vermutlich setzen wir die Sachen einfach irgendwo drauf oder so, aber wenn wir dann wirklich auch mit der Umgebung so ein bisschen, dann sehen auch Spielerbasen geil aus, weil die Umgebung so ein bisschen angepasst wird an die. Das wäre geil. This is purely for artistic and development purposes, and I will say it has definitely come a long way in the 2 years that I've been using it. So the first thing we do is we create a location. We get this grid on the ground over here, which allows Noch us haben to sie es nicht gemacht, define ja. the location size and apply different effects and statuses to the location. We have some settings for the aesthetics like dirt and wear, which I can get into in a little bit. But the first thing that I want to do is create a much larger location size because I know that I want to cover quite a large footprint. Das ist schon mal, ich verknüpfe es jetzt schon mal in meinem Kopf ein bisschen. Das ist schon mal gut, weil man ja auch die Location Size dann ändern kann später von den Plots of Land, aber das ist ja eh so kilometermäßig. Das ist jetzt hier keine 20 Kilometer oder was. Wie groß waren diese Plots, die man kaufen konnte? Die Lizenzen dafür, sich einen zu claimen, so ein Plot, also so ein Areal auf einem Planeten. And then we're going to go ahead and add an element from the UGF main buildings. And let's add a drug one to the mix over here. Guck mal, so richtig schön mit so einem Hologramm-Effekt. So that's going to be the base building that everything is dressed around. That's going to be the center point of this location. The cool thing that Rastar enables us to do is also have certain modifiers and volumes applied to our object containers, so that, for example, if I were to move this location up, the terrain would automatically conform to the ground So, that das needs to meine ich, be. das ist geil. That just saves artists a lot of time from Jetzt habe ich Lust, eine Basis zu bauen. Ja, ich glaube, das haben wir alle, oder? having to do these sort of things manually and allows us to focus on the creative side of things. The next thing we need is 3 turrets. These turrets, depending on whether you Oh, habt ihr es gesehen? Das ist auch eine wichtige Sache. Das habe ich mich nämlich gerade gefragt. Erlaubt das uns dann theoretisch auch einfach so die ineinander zu schieben, die Elemente oder so? Es scheint so zu sein, dass es dann direkt auf, nein, das geht nicht, gestellt wird. The next thing we need is 3 turrets. These turrets, Ja, depending da wird's on rot. whether you are at a security UGF or a drug UGF, will react in different ways to the player. Obviously more hostile in a drug environment than if you were in a normal friendly environment. So these will go just dotted around the place. And these currently don't have any turrets spawned on them, but they do that when I hop into game. The next thing we want to do is we want to focus on large to small shapes and dressing. So the first thing I might do over here when walking through this process is get some of these larger clusters, these shipping containers. The UGFs are used for storage as well as research. So having ample space for storage outside as well as in is always good to have. Ja, das sind so Details, die machen direkt die Location viel lebendiger. And now I just want to Ich hoffe sehr, dass wir genau solche Sachen dann auch platzieren können. define like the footprint of the space, so dividing it up into sub areas as well as the larger UGFs. So we can have, you know, maybe some structures like research stations and habitations on the exterior. Das Ding ist bei den Containern jetzt hier zum Beispiel, das sind jetzt identische. Also die sind ja, das sieht man gut an den blauen Containern, glaube ich, dass das einfach dieselben sind. Nicht mal rumgedreht oder so. Ich hoffe, das wird dann auch ein bisschen randomized. Vielleicht, keine Ahnung. Nur damit es sich weniger wiederholt. Weil gerade so Container sind ja geile Stellen für ein bisschen FPS-Gameplay. And just break that into little branches of spaces. Das stimmt, Freeze, das wäre natürlich komplett geil. So wird es vermutlich nicht sein, dass wir da wirklich uns komplett auslassen können, was die Formen und Farben und alles angeht. Aber, also Farben vielleicht, aber Formen auf jeden Fall nicht. Ich denke, wir werden da schon vorgefertigte Module und sowas verwenden. Aber vielleicht so bei der Inneneinrichtung können wir uns ein bisschen freien Lauf lassen.
We might have one over here, and then Hoffe ich. maybe let's spread this location out a little bit. Maybe let's have a little bit of dressing near these turrets. So I'll grab one of these clusters. Cool thing with Rastar, you can also do like quick rotates before you place stuff, so you have a good idea of what stuff is going to look like before you do. Just like to get a little bit of unevenness to the terrain over here, helps things from feeling too flat. And let's get one of these larger structures in the back over here, these sort of like chimneys. So this is how I would normally go about creating like 3 distinct separate locations, even within one larger point of interest. So now the point from this afterwards would be to just create paths leading to and from the UGF that would naturally draw the player in, and then to set dress with smaller elements. So there's some more functional things that I Ja, do. okay. Also noch ist es halt nicht beeindruckend. Also die Technik und so weiter auf jeden Fall dahinter. Ich meine jetzt einfach nur, die Location wird dadurch jetzt noch nicht viel spannender. Need to do first. For Deswegen, example, ich bin gespannt. the UGF does come with these 3 floodlights, but we might need extra areas of illumination elsewhere. So I'm going to go ahead and place some extra floodlights around here. When the Rastar-Tool is turning red like that, it's just doing a collision check on all of the objects around it to make sure I'm not placing anything on top of each other, and just making sure everything is kept neat and tidy. So I might need to just place it over there, and then if I want it closer, I can always snap it to a surface closer. Now that everything should be able to be visible at any time of day or night, since we are working with a very dynamic time of day over here, now I want some more functional things like roads leading up towards the UGF. Ja, okay. So we Also was haben wir noch nicht wirklich? have these over here. Might be a little bit small to see. Just like a generic path that leads up to the UGF. I'm just going to do a quick rotate over these. And then, of course, all of our normal editor functionality is also linked to the Rastar location. So, for example, if I want to align this road to the UGF, then I can just rotate that, make sure everything's Also Meistens. Road ist, meint jetzt auch wirklich nur so ein paar Flöcke im Boden. centered and where it needs to be. Na gut. Okay, so now that I have my roads placed, I have my floodlights placed, I know I'm not going to be crashing into anything in terms of placing stuff at the Rastar location. Now I can go ahead and do a little bit of dressing around here. So getting in some small shapes, just some scatter around the location. Then I'll go ahead and grab some of the more functional looking things. That one. Structure 8. Some big shapes over here that we can surround. Okay. Go, have the terrain adjust to that. Es ist halt wirklich cool, wie sich die Umgebung und so anpasst. And then bring in some of these. Aber ist das jetzt ernsthaft das ganze Inside Star Citizen? Es ist cool und so weiter, aber Just gotta make sure that things aren't intersecting or clipping between each other too much, because that never Ja. looks good. And let's start building. das wäre halt geiler Content für ein Star Citizen Live. Würde ich sagen. Schön sich Zeit nehmen, ganz viele Optionen durchgucken. Vielleicht auch mal zeigen, wie man in einer Stunde 3 Locations machen kann, statt jetzt hier in nicht mal 10 Minuten dann eine. So, sich ein bisschen... This out a Ja. little bit more. So this is the process that we follow to create a fully fledged location. We set dress all the different elements. We play it from Also, es ist halt letztendlich, wenn man mal davon absieht, dass diese Objekte auch als irgendwie Cover in FPS-Gameplay benutzt werden können, ist das ja einfach nur, sind wieder nur Visuals. a player perspective, because sometimes scale can be a little bit funny up in the air like Ändert ja this. nichts am But this Gameplay is the dort. general process that we go through in order to create these locations and make sure that they are fun to play, essentially. So yeah, that is a quick little sneak peek at the Rastar-Tool and how it allows us to very quickly iterate on our different locations and to make changes very quickly, and also Ich wette, die bekommen die ganze Zeit auch 40Ks. Bestimmt, ganz bestimmt. Es wäre so lustig, wenn die wirklich einfach irgendwie mitten irgendwie beim Entwickeln sind und dann 40K,
der Editor stürzt ab, alle Arbeit ist weg. Deswegen dauert das Citizen auch nur so lang. So to realize the potential of locations that we dropped years ago, but now that this tool really allows to let them shine. So what's next for Rastar is to move away from building block, which gave us a really great start, to further integrate it into the editor. And again, these are not the new UGFs. These are just the new UGFs. Someone from the law or the story department probably needs to come up with a better name for that. But we're not erasing. Übrigens, wenn ihr es nicht wisst, Underground Facilities, das sind die Bunker. Das sind alles die Bunker und das Problem ist, dass jetzt halt es in Pyro oder vielleicht ja auch dann nochmal in Stanton, aber auf jeden Fall diese größeren UGFs, Underground Facilities, geben wird und ja, jetzt haben sie den Salat. Any of the work we've done in the past, we're just building upon and improving. And these will sit alongside the big, colossal UGFs when they are released. So, what did we learn this week? Well, we learned that Ich habe basically nichts wirklich gelernt eigentlich. Ich habe zugeguckt, wie jemand, der ein richtig geiles Tool gebaut hat, das Tool verwendet hat, um eine Location zu bauen, die wir so schon eigentlich sehr viel im Spiel haben. Ist vielleicht nicht das beste Thema gewesen. Sie hätten vielleicht irgendeine andere Art von Location mit dem Rastar bauen sollen und nicht so einen Bunker. Aber das ist auch so ein bisschen persönlich, weil ich persönlich hasse diese Bunker. Ich finde die so unfassbar lame. Ich finde es so akklimatisch, in denen zu sein. Ich finde es immer schlimm, zu denen hinzufliegen. Ich finde es immer schlimm, dort reinzugehen. Dann diesen Fahrstuhl runter, der immer gleich ist. Dann bist du da unten. Da funktionieren die NPCs nicht. Die Location ist einfach nur verwirrend und ergibt irgendwie keinen Sinn. Und ich weiß immer gar nicht, was ist das und warum sind hier an jeder Wand sind Fahrstühle, die nirgendwo hinführen. Und ich finde es einfach komisch. Ich bin da nicht gerne. Ich bin da echt nicht gerne. Ich mag diese ganzen Horizon Locations, wo man irgendwie FPS-Gameplay macht oder so. Finde ich alle geil. Aber diese Bunker, die finde ich nur. Not the new UGFs, but the new UGFs. Nee, das waren die New UGFs, nicht die new UGFs. Bitte nicht verwechseln. Immerhin weißt du, woran du bist bei den Bunkern. Ja! Nicht immer, weil einfach man nicht weiß, ob da jetzt ein neuerdings dann, während ich hier drin bin und gegen die einen NPCs kämpfe, spawnen irgendwie die NPCs von einer anderen Mission dort und schießen auf mich oder schießen auf die NPCs oder sehen falsch aus und du schießt auf sie und kriegst einen Crime-Stat, weil es nicht die sind, die zu deiner Mission gehen. Ich fühle mich da nicht, ich weiß da nicht, was ich bekomme in so einem Bunker, aber es gibt Loot dort, immerhin. Okay. Ja, wie gesagt, ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr wollt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Vielen Dank an meine Patreons und lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis bald.